Frontlines Fuel of War. Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Spielchen, was für The Binding of Isaac nun den Platz um 14 Uhr einnimmt. Frontlines Fuel of War, ein FPS, was... Oh, wie alt ist denn das? Schon ein Weilchen. Moment, ich schau mal gerade, ich habe die Hölle hier rumstehen. Was haben wir denn hier? Frontlines Fuel of War. So. Von 2008 ist das Ganze. 2008. Okay. Und, ja. Das werden wir jetzt mal spielen. Wir könnten Casual, Normal oder Hardcore. Ich brauche mal was Gechilltes mit dabei. Wir nehmen mal Casual. Und ihr seht hier schon, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Und ja, wir werden aber von Anfang an machen. Ganz von Anfang an. Something's happening. We've known it for a long time. The West knew it? Serious problem. America is addicted to oil. It's inconceivable to me that our children will be able to maintain the American way of life and that the world will be full of resource-based wars of all kinds. The East knew it. Successfully completed, it will provide for a significant increase in the volume of oil supplies from Russia to China. We've known it for a century. There is no doubt about our absolute and complete dependence on oil. Without oil, civilization as we know it could not exist. Oil was running out. It's what we grew up in. Post-Middle East, post-peak oil, post-everything. What they called the long emergency. It started slow. Little things at first. Lines at the pump. That hot summer of 2008, when the blackouts started lasting weeks. The avian influenza hit in '09. I got taken out of school when there wasn't enough vaccine. They said it would get better. Something would save us. Biofuels, solar power, cleaner nuke plants, maybe. The Depression hit in 2012. Africa ran out of food, then we did too. People stopped trying to do anything about the problems and just tried to survive. We'd watched them starve for 40 years and it didn't seem real. But pretty soon the scenes we used to watch on the news were happening just down the street. It's been happening for years. Now we're at the tipping point. I was 16 when the Chinese and the Russians figured out they'd rather fight us than each other. We didn't waste time forming the coalition. Now, we're staring each other down across the last wells in the Caspian. I left school for the affiliated press and they sent me overseas. Out here in Turkmenistan, you can see it clearer. In the little prefab towns the oil boom left in Central Asia. This is where it's going to happen. In towns too small to have a name, built in 2 weeks by oil industry contractors. It's 2024, the 21st century. People ask me how we let this happen. I tell them, we always knew. The storm is coming. Und das ist die Geschichte, die hier erzählt wird. Ressourcenkriege, die ja bekanntlich gar nicht so abwegig waren. Oder auch nicht abwegig sind vielleicht. Wie gesagt, das, was hier gerade erklärt wurde,
ist noch eine große Wahrscheinlichkeit. Es basiert noch alles viel auf Öl. Es gibt erneuerbare Energien. Aber ein Großteil basiert immer noch auf ein paar Ressourcen, die vielleicht irgendwann ausgehen werden. Wer weiß. Auf jeden Fall schmeißen wir uns jetzt mal direkt rein. This is Commander Squad 2-1 Delta. You'll be relieving Alpha Company of their refinery patrol duty at 113 temporary. Sandstorms in the area have knocked out radio communication and have been interfering with our satellite coverage. Once you touch down, find a working radio frequency and get Alpha Company to give me a status report. Oh, and show some respect to the embedded reporter along for the ride. The Coalition wants folks back home to know we're taking care of their energy needs. Try not to get too bored in that town, gentlemen. We'll be out of there in a couple of weeks. Command out. Also, kleine Patrouillentour mit dem Kollegen, den wir eben gerade schon mal gehört hatten. Mit dem Journalisten, der sich, ja, mit auf unsere Reise begibt, scheinbar. Ja, aber dann schauen wir doch mal. Wir sind in Turkmenistan. Und ich bin gespannt, wie es so wird. Besonders spielerisch gesehen. Wie gesagt, es spielt 2042 oder 2024. Ich habe das schon wieder vergessen. Egal, wir sind auf jeden Fall in der Zukunft. Chaos Studios presents Frontlines Fuel of War. Yeah. Oh, 800, the Caspian Front. Thanks for the update, Skipper, but I'm still waiting for my in-flight meal. So, you guys just rotating in? Ah, you must be the local paparazzi. Wise up, Rayleigh. Yeah, we're coming off disaster relief in Anchorage. Being brought in to patrol the coalition drawing fields. Staff Sergeant Whitburn, Delta Chalk Leader. Andrews, affiliated press. I'm doing a piece on all the military deployments in the Caspian. Gonna make you guys heroes. Too late for that, Pops. I was born a hero. Huh? A hero assigned to guard duty. Interesting. Coming up on the pipe. Welcome to summer camp, boys. You kidding me? They said there was a town. More like a mining camp. It's a dump. Pretty valuable dump then. Most of the world's remaining oil is about 100 miles from here. Is that so, Princeton? Why don't Na, klasse. Na, klasse. Fängt ja gut an. Ah. Da oben ist noch einer. Ah, Moment. Muss gerade noch mal ein bisschen leiser machen. So, hier geht's weiter. This is command to all surviving PTs. Stray dogs. Did anyone survive that crash? Everyone
Okay, wir haben ein neues Ziel. Capture Armory and destroy AA site. Aber bevor ich das mache, muss ich nochmal was bei meinem Rechner umstellen. Denn der läuft nicht so vernünftig. Ihr seht das vielleicht, ich habe hier gerade mal 30 Frames. Und das ist nicht normal. Das ist sonst besser. Also wir hören schon jetzt einiges los. Oh! So, einmal das Ding in die Luft gejagt, ne? Oh Mann, hier ist aber echt einiges los hier in dem kleinen Dörfchen. Das muss man noch... Oh. Irgendwo ist hier ein Raketenwerfer. Ach, scheinbar da oben. So. Oh, ich habe jetzt gleich schon keine Munition mehr. Na klasse. Achso, auf Q war das genau. Nachladen. Habe ich Glück gehabt, glaube ich. Okay, den haben wir schon mal. So. Habe ich wieder ein bisschen Munition gesammelt? Jawohl, habe ich. Sehr schön. Okay. Hier war noch einer, ich wollte gerade sagen. So, wie ein Gewehr mit sehr viel Rückstoß. Na komm, hau ab. Also das Ding klatschen wir mal dran. Weg hier. Sehr schön. So, und wir sind also bei den Stray Dogs. Und im Ducken zu schießen ist hier wirklich fast die einzige Wahl, finde ich. Weil man erst dann hat man wirklich die Möglichkeit, auch wirklich richtig zu zielen, weil sonst streut man sehr leicht. Also der Rückstoß ist doch sehr gut dargestellt, finde ich. Also die erste Folge mache ich jetzt nochmal... Die erste Folge mache ich jetzt nochmal mit diesen schlechteren Einstellungen. Also eigentlich sollte es besser laufen. Oh! Eigentlich sollte das Spiel flüssiger laufen, also mit mehr als 30 Frames überhaupt. Und auch, da sollte auch eigentlich der Prozessor mehr rödeln. Also generell sollte es eigentlich beides mehr rödeln, sowohl Prozessor als auch Grafikkarte. Deswegen, erste Folge wird jetzt noch so gemacht. Die wird auch ein bisschen länger, sehe ich gerade. Damit wir ein bisschen mehr vom Spiel sehen. Wir nehmen jetzt noch den Punkt hier ein und dann stoppe ich kurz und dann hoffe ich, dass es jetzt gleich besser wird. Ich habe nur dafür gesorgt, dass ich die flankieren kann, Kollege. So, und jetzt brauchen wir den Raketenwerfer. Sehr schön. So, wir können wieder wechseln auf unsere Einigwaffe. So,
Aber nochmal kurz in Deckung gegangen und weiter geht's. Hier hatten wir erst aufgeräumt. Wir sehen schon auf dem Dach sind ja einige da. Oh, apropos. Erstmal gerade gucken, dass hier keiner jetzt mehr ist. So, hier ist nichts mehr. Nochmal nachladen. Man weiß ja nie, was kommt. Was? Wo kommt der denn jetzt her? Oh, da war er. Okay, ist hier noch was? Sieht nicht danach aus. Okay. Wir hacken das nochmal kurz. Armory secure. Good work. LT edition weapons here to assist you. Good work. Now you've got 2 heavily armed guard towers at the motor pool, covering the road into the refinery. Oh, BTR. You've got to take them out if we're going to get that road open. Once you do, check the garage for light armor. Deckung, Leute, Deckung. So, einmal erwischt. Den machen wir noch gerade fertig. Sehr schön. Okay, und dann geht's gleich weiter. Beziehungsweise geht's bei der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ich bin hier noch gerade auf der... Ja? Alles fit? Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.